es werde Licht. Heute habe ich ein Zusatzlicht für Scopes dabei, und zwar das Multicolor LED Light Kit von Sherlock. Zusatzlichter für Scopes sind ja vor allem im 3D-Bogensport beliebt. Eigentlich kommt das ja von der Bogenjagd, damit der Jäger in der Dämmerung seine Pins ein bisschen besser sehen kann, denn gejagt wird ja oft in der Dämmerung. Die meisten Bogenschützen üben ihr Hobby nicht unbedingt früh morgens oder spät abends aus, aber im Parcours, im Wald steht man ja auch hin und wieder mal ganz schön im Dunkeln, wenn man so will. Und diese Lichter sind nicht in jedem Verband erlaubt. Dennoch steigt die Nachfrage auch hier in Europa nach diesen Geräten und deswegen heute eben mal die Vorstellung von diesem Zusatzlicht für Scopes von Sherlock. Bei diesen sogenannten Sidelights gibt es eigentlich zwei Bauformen. Wir haben oft einfache kleine Gehäuse mit einer eingebauten LED und einem Stapel Knopfzellen. Das wird dann direkt an das Scope geschraubt. Diese Geräte haben in der Regel 2-3 Helligkeitsstufen und ja, relativ einfach. Ich kann das mal demonstrieren. Wir haben hier einen Scope von Spothawk. Und wenn ich jetzt hier an diesem Drehknopf oben drehe, dann sieht man dass einfach der Pin heller wird. Jetzt habe ich hier mehrere Helligkeitsstufen. Das ist dann irgendwie eine ganz schwache Stufe und die nächste Stufe ist dann aus. Das sind also die ganz einfachen Geräte. Auf der anderen Seite gibt es Geräte, die etwas größer sind und dann mit Klettband am Visier oder am Bogen befestigt werden können. Die LED ist dann über ein Kabel verbunden und nur die LED wird dann am Scope letztlich befestigt. Bei diesen Geräten kann man üblicherweise die Farben einstellen und es gibt mehr Helligkeitsstufen und weitere Funktionen wie automatische Abschaltung sind dann auch oft dabei. Das Gerät von Sherlock, wie man unschwer erkennen kann, gehört eben in diese Kategorie. Und ja, wir haben eben hier ein Steuergerät. Ich entferne das mal. Da ist ein Akku eingebaut und die LED hängt an einem 30 cm langen Kabel. Der Akku lässt sich über USB laden. Wir haben also einen Micro-USB-Anschluss an der Seite. Der ist mit einem Gummideckel verschlossen, damit das ein bisschen wasserdicht ist. Und es liegt eben auch das passende Kabel dabei. Ladegerät ist nicht dabei, aber Ladegeräte sind ja auch bei 1000 € iPhones heutzutage nicht mehr dabei. Und einen USB-Anschluss hat man ja mittlerweile überall. Das ist auf jeden Fall schon mal leichter, als mit so einem Stapel Knopfzellen zu hantieren. Und natürlich viel leichter, das wieder aufzuladen und sicherzustellen, dass der Akku auch immer voll ist. Das Gerät von Sherlock ist auch wirklich sehr leicht, also erstaunlich. Da ist jetzt auch wahrscheinlich kein Riesenakku drin. Aber um eine einzelne LED zu betreiben, braucht es ja auch wirklich keine riesige Akkuleistung. Der Anschluss funktioniert dann über diesen Klinkenstecker, was ganz praktisch ist, weil man dann eben auch das Gerät vom Visier abmachen kann den Rest dran lassen. So, ich habe hier einen Knopf. Da steht On drauf, wenn ich ihn drücke, geht das an. Und jetzt habe ich hier eine hell leuchtende blaue LED. Die Helligkeit verstelle ich über Plus und Minus. Da kann ich also lange drauf drücken. Oder ich kann auch mehrfach so drücken. Man sieht schon, das dauert eine ganze Weile. Wir haben sehr viele Helligkeitsstufen, also das sind nicht nur 3, 4. Und wir können die Farbe einstellen. Dafür muss ich das ausmachen. Dann muss ich On und Plus gleichzeitig drücken. Jetzt geht hier eine LED an. Und wenn ich jetzt hier auf Plus drücke, dann wird die rot oder grün. Entsprechend zeigt also die Farbe der LED an. Jetzt kann ich mich für Rot entscheiden, drücke wieder länger auf On, mache das Gerät aus. Und wenn ich es jetzt wieder einschalte, habe ich eine rote LED. Das ist ein kleines bisschen umständlich, finde ich, aber funktioniert soweit. Und wir haben eben 3 Farben, unter denen ich auswählen kann. Und dann haben wir eben noch eine weitere Funktion, damit es automatisch ausgeht nach einer programmierten Zeit. Um das einzustellen, muss ich das Gerät ausmachen, dann schalte ich es an, dann geht es kurz an und wenn ich den Knopf weiter gedrückt halte, geht es wieder aus und die Indikator-LED blinkt. So, jetzt sieht man, sie blinkt einmal und macht dann eine Pause. Wenn ich jetzt auf Plus drücke, dann blinkt sie zweimal und macht eine Pause und so weiter. Das sind jetzt also Settings. Das ist jetzt Nummer 3 und es gibt 8 verschiedene Settings. Wenn es einmal blinkt, bedeutet das, es ist ein Auto-Shut-Off-Timer von 1 Minute. Bei 8-mal Blinken ist der Autotimer auf 60 Minuten eingestellt. Auch das funktioniert ganz gut, auch wenn ich auch da finde, dass es etwas umständlich ist. Ich finde auch grundsätzlich ist das Interface nicht so gut gelungen.
Ich muss hier auf On lange draufdrücken, um das Gerät auszuschalten und lange draufdrücken, um es einzuschalten. Ich muss überall lange draufdrücken und alles reagiert so ein bisschen langsam und träge. Ich weiß immer nicht, ob ich das Richtige mache oder ob ich nur nicht lange genug drauf gedrückt habe. Man weiß echt immer nicht, ob man wirklich die Taste getroffen hat oder nicht. Hätte insgesamt ein bisschen schöner sein können. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach nur einmal auf On drücke und das geht an und einmal auf Aus oder nochmal auf On und es geht wieder aus. Warum ich da lange draufdrücken muss, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist eine echt Kleinigkeit, aber jetzt, wo ich so ein bisschen darum mitgespielt habe, muss ich sagen, hat mich das irgendwann echt ein bisschen gestört. Das nächste, was mich ein bisschen an diesem Gerät nervt, die Helligkeitsstufen. Das sind, um genau zu sein, 100 Helligkeitsstufen. Woher weiß ich das? Ich habe es halt wirklich gezählt. Ich habe 100 Mal gedrückt und dann war es an der niedrigsten Stufe. Ich gehe mal davon aus, dass wenn man lang drückt, geht der auch einfach nur schneller durch diese 100 Stufen durch. Das ist eigentlich ein absolutes Anti-Feature. Das ist ja schön, dass man so eine feine Helligkeitseinstellung haben kann. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es maximal 10 Helligkeitsstufen sind. Mehr braucht man nicht und es ist einfach nur unpraktisch. Also wenn ich jetzt auf Minus, ich bin in der hellsten Helligkeit und will das dunkel stellen, wenn ich hier drauf drücke, dauert das 8 Sekunden, bis ich bei der niedrigsten Helligkeitsstufe angekommen bin. Das hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber wir können es ja mal ausprobieren. Ich gehe mal hier nah ran und dann drücke ich einfach mal auf Minus und dann halte ich das so lange gedrückt und halte mal den Mund, bis das angekommen ist. Und dann gucken wir mal, wie lang das ist. Also, auf los geht's los, 1, 2, 3. Dauert. So lange hat es gedauert. Also, wenn ich da mal eben sage, oh, das ist jetzt aber hell, ich will das deutlich dunkler, dann stehe ich da und muss 5 Sekunden, 6 Sekunden auf diesen Knopf drücken. Bei den obersten 50 Schritten passiert sowieso erstmal nichts. Also diese ganze Einstellung spielt sich so in der unteren Hälfte ab. Ich weiß nicht. Also das hat irgendwie keiner so richtig ausprobiert. Also, Zwischenfazit für die Bedienung von diesem Gerät. Wir haben sehr viele Funktionen. Wir haben eine Timer-Funktion, Helligkeit, verschiedene Farben. Aber die Nutzerfreundlichkeit leidet ganz schön. Und wenn ich schon verschiedene Farben haben kann, warum dann eigentlich nur 3? Also da ist eine RGB-LED eingebaut, die man auch aus jeder Lichterkette kennt, die man sich unter das Wohnzimmersofa legen kann. Da kann ich beliebig viele Farben einstellen. Das kann diese LED auch. Aber warum kann ich dann eigentlich nur Rot, Grün oder Blau einstellen? Warum kann ich zum Beispiel nicht alle 3 Farben gleichzeitig, die ja dann weiß ergeben müssten? Kann ich mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Und da ist auch wieder, fehlt mir dann einfach ein paar Funktionen, die ja nichts mit Hardware zu tun haben, sondern eigentlich nur mit der Software, die auf dem Mikrocontroller installiert ist. Aber nachdem ich jetzt hier so viel zu der Einstellung und der Steuerung gesagt habe und den Dingen, die hier alle nicht so schön funktionieren, kommen wir zur Montage. Ich warne aber auch schon mal vor, so richtig viel besser wird das da auch nicht. Wir haben ein Klettband mitgeliefert, mit dem man dieses Gerät an ein Visier oder auch an den Bogen befestigen kann. Ich habe jetzt hier mal passenderweise ein Visier von Sherlock dabei. So, ich habe im Vorfeld das probiert und ich habe ehrlich gesagt 3-4 Mal probieren müssen, bis ich eine Richtung gefunden habe, mit der ich das richtig dran kriege. Passenderweise oder praktischerweise ist natürlich auch keine Bedienungsanleitung dabei, aber das ist ja im Bogensport fast schon Standard. Das muss der Kunde dann alles selber rausfinden. So üblicherweise würde man jetzt vielleicht erwarten, dass man das so macht und das hier an den Ausleger befestigt. Und wenn ich das jetzt hier rummache, dann ist das viel zu lang. Also so funktioniert es auch nicht. Meine Lösung, auf die ich dann gekommen bin, jetzt muss ich gucken, ob ich die wieder hinkriege. Ich habe mich dann dazu entschieden, das erst einmal rumzumachen um den Ausleger. Und dann diese Seite hier durchzuziehen. Und dann von oben hier wieder durch. So. Und das gibt eine ziemlich gute Verbindung. Das ist vernünftig, das kann man so lassen, aber auf diese Lösung muss man selber kommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Das ist schon okay so wird das dann befestigt. Aber ja, wäre halt schön, wenn man da eine Bedienungsanleitung hätte, die einem auch sowas vielleicht an die Hand gibt, die einem da ein bisschen hilft. So, und dann stecke ich jetzt mein Licht hier rein.
Und jetzt muss ja die LED irgendwie befestigt werden. Hier haben wir den Barrel, der zum Scope geht bei Sure-Loc, der an das Sure-Loc Scope passt. Da ist jetzt hier bei Sure-Loc ein 1/4 Zoll UNF-Gewinde drin. Wir haben hier 2 Adapter dabei aus Messing, einen kleinen und einen großen. Der hier ist für 1/4 Zoll, der passt also direkt hier rein. Und dann kommt hier von außen die LED rein. Das Kabel müsste man jetzt hier noch ein bisschen verlegen. Soweit, so gut. Nächstes Problem. Ja, hier. Jetzt habe ich so eine LED. Die hält aber hier gar nicht. Aber das fällt auch einfach so raus. Ja, wenn da eine Anleitung bei wäre, dann wüsste ich auch, was Sure-Loc sich dabei gedacht hat. Wie schon gesagt, es ist ja keine dabei. Es gibt ein Visierlicht, wovon das eigentlich ein bisschen abgekupfert ist. Und zwar ist das von der Marke Zebros. Da sieht das ganz ähnlich aus, aber da klemmt das drin. Da ist also die Passung so, dass das hier eben klemmt und man es einfach rausziehen kann, aber es fällt auch von alleine nicht raus. Also entweder hat man versucht, das zu kopieren und hat es nicht geschafft und hat hier so Maße sich vertan, dass es halt einfach nicht hält. Oder die Idee ist eine ganz andere, aber dann müsste man mir das halt mitteilen. Also so kann ich damit nichts anfangen. Lösung hier an der Stelle, Teflonband drum machen und mit Teflonband einsetzen. Man kann natürlich auch irgendwelche anderen Techniken, Isolierklebeband drumherum machen oder was auch immer, ein Gummiband, damit es nicht rausfällt. Aber das kann natürlich so nicht sein. Also das Produkt ist so vom Hersteller gekommen und ja, erfüllt seinen Zweck an der Stelle gar nicht. Also ich bin da nicht besonders begeistert von, sage ich ganz ehrlich. Jetzt habe ich hier noch einen Adapter, um von 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll zu kommen. Wir haben ja im Grunde 3 verschiedene Größen bei diesen Anschlüssen. Es gibt einmal Hersteller, die auf 1/4 Zoll setzen, wie zum Beispiel Sure-Loc. Dann gibt es eben 7/16 Zoll, das verwendet zum Beispiel Shrewd, auch UNF in dem Fall. Und dann gibt es eben noch 3/8 Zoll. Excel zum Beispiel, ich habe hier das AccuTouch dabei, ist ja auch ein sehr beliebtes Visier. Der Anschluss hier außen sind 3/8 Zoll und der Adapter hier sind 3/8 Zoll, aber Excel und auch andere Hersteller, zum Beispiel Spottoc, verwenden UNEF, also extra Feingewinde. Und der Adapter hier ist nur UNF, also normales Feingewinde. Das heißt, die Gewindesteigerung passt wieder nicht. Da kann man jetzt auch ein bisschen tricksen, da kann man mit ein bisschen Teflonband das einsetzen, das lässt sich eine halbe Umdrehung reindrehen. Wenn man da vorsichtig ist, nicht weiter zu schrauben, kann man das auch so machen, ohne dass es kaputt geht. So ein Adapter hätte vielleicht auch nicht geschadet, denn sehr viele Schützen haben aber ein Visier von Excel oder eben Spottoc oder was auch immer und würden eben dieses Zusatzlicht an ihrem Scope verwenden wollen und haben aber die Möglichkeit in dem Fall hier nicht oder nur mit Bastelei. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist nicht das erste Video auf diesem Kanal, was mit einem solchen Fazit endet, aber ich bin nicht beeindruckt. Also wir sind zwar in einer Nische mit dem Bogensport, aber ein bisschen mehr dürfte es dann schon sein. Und bei diesem Produkt, also beim Light Kit von Sure-Loc, da sind also schon echt eine Menge Sachen, die mir nicht gefallen und die nicht sauber gelöst sind einfach. Um es nochmal zusammenzufassen, wir haben eine relativ umständliche Bedienung, obwohl man über die noch ein bisschen streiten kann. Wir haben nur 3 Farben, obwohl wir eine Multicolor-LED haben, die problemlos auch 20 verschiedene Farben ausgeben könnte. Wir haben unnötig feine Helligkeitsstufen, die kein Feature sind, sondern die Bedienung eigentlich nur erschweren. Und eben fehlende Adapter, mit denen man eben das Licht nicht ohne weiteres oder nicht ohne Bastelei an Visiere von Excel, von Spottoc und von anderen Herstellern montieren kann. Man kann zwar sagen, dass Sure-Loc das für ihre Visiere oder ihre Scopes hergestellt hat, aber es ist ja schon nicht unüblich, dass man sich so ein Licht kauft und es dann eben auch an einem anderen Scope verwendet oder auch ein anderes Scope an seinem Sure-Loc-Visier verwendet. Auch das ist ja möglich. Also, das fehlt mir definitiv. Wenn ich was Positives noch sagen soll zum Abschluss, wir haben eine schöne Tasche dabei und das kann ich wirklich sagen, ohne Augenzwinkern, die ist wirklich nett gemacht. Hier ist Aussparungen, wo dann dieses Gerät reinkommt. Hier oben kann man das Kabel reintun. Hier kommt die LED mit Anschlusskabel dann rein. Und hier ist noch so eine kleine Netztasche für das USB-Kabel oder sowas. Da ist das ganze Ding wirklich sehr gut geschützt und kann man super transportieren. Also das ist quasi der dicke Pluspunkt.
Und außerdem, und das darf ich nicht vergessen, es ist günstiger, als was es Vergleichbares auf dem Markt gibt. Es ist ein bisschen eine Kopie oder Nachbau von den LED-Zusatzlichtern von Zebros. Und die kosten so um den Dreh $150 oder 150 Euro, je nachdem. Und da sind wir eben bei 50 bis 60 Euro an der Stelle, also nur bei ungefähr einem Drittel des Preises. Obwohl das natürlich auch von der Hardware doch relativ trivial ist, was hier verbaut ist und ein kleiner Akku. Also auch da sind 50 bis 60 Euro jede Menge Geld. Das war es also zum Multicolor LED Light Kit von Sherlock. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und natürlich hoffe ich auch, dass ich euch damit ein bisschen bei der Kaufentscheidung geholfen habe. Und damit sage ich vielen Dank und wie immer, bis zum nächsten Mal.